Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir befinden uns jetzt noch mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks. Man merkt aber auch schon langsam die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Skorpion. Also eine Karte für dich. Zudem, wir haben auch über die gesamte Dekade hinweg haben wir abnehmenden Mond. Ja, wir schauen mal, wie diese Energien bei dir ankommen. Die Sonne. Das ist ja schon mal sehr gut. Die Sonne ist ein angenehmer Zustand, eine leichte Zeit, die Sonnenseiten des Lebens genießen. Es wird alles nach Plan laufen, es wird alles offenherzig auch sein, sehr gesellig könnte es um dich herum werden, leichtherzig und befreiend auch. Ja, du kannst hier auch sehr kreativ sein mit dieser Energie und in den Tag hineinleben. Eine sehr leichtherzige Zeit, wo auch irgendwie auch alles so vom Licht angestrahlt wird. Das heißt, hier gibt es auch nichts im Verborgenen. Du kannst deiner Umgebung vertrauen und den Entwicklungen. Dir wird alles auch etwas transparent vorkommen. Klarheit und Objektivität spielen hier auch eine wichtige Rolle. Das könnte eine wirklich sehr schöne Dekade für dich werden, lieber Skorpion. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du reflektierst auch in dieser Dekade und nostalgische Gefühle könnten eine Rolle spielen. Vielleicht schwelgst du so ein bisschen in Erinnerungen, in Gedanken, in schöne Erinnerungen, dass du hier auch, ja, einfach nochmal alles Revue passieren lässt, was passiert ist. Und ich denke, es geht hier vor allem um die schönen Seiten, um die schönen Erinnerungen. Die Karte sagt hier, dass du in dieser Dekade auf dich fokussiert sein solltest, mehr an dich denken solltest. Auch so überlegen solltest, was du für dich auch wirklich brauchst, was dir wichtig ist, was dich glücklich macht, was wirklich in dein Leben Priorität hat. Oder eben hatte, ne? Du bist ja hier auch ein bisschen auf die Vergangenheit gerichtet. Dass du hier reflektierst, was besonders gut gelaufen ist und was du deswegen auch weiterhin in dein Leben haben möchtest. Aufgrund dieser Reflexion wird hier etwas Interessantes passieren. Deine Intuition wird sich dadurch verstärken und dich auf einen gewissen Weg weisen. Entsteht daraus eine starke Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein. Und diese Kommunikation möchte dir etwas offenbaren, möchte dir etwas weissagen, kann man schon fast sagen, ne? Etwas, was für deine Zukunft wichtig sein wird dir auch einen Weg in deine Zukunft weisen. Ja, interessant. Die Sonne steht auch oft für erhellende Erkenntnisse und das sehe ich hier auch für dich. Das ist eine sehr erleuchtende, erhellende Zeit für dich wird. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Du bist auch voller Optimismus. Begeisterungsfähigkeit sehe ich hier bei dir und positives Denken. Leichte Gefühle, vielleicht auch sogar Frühlingsgefühle. Es könnte sein, dass der ein oder andere Skorpion von euch sich in dieser Zeit verlieben könnte oder ins Leben verlieben könnte oder einfach wieder verlieben.
Ich sehe hier sehr viel Begeisterung, auch Tugend. Also die Karte heißt auch Tugend. Man möchte auch gut und richtig handeln. Man möchte alles richtig machen. Man möchte nach seinen eigenen Prinzipien handeln. Und ich sehe, dass du in dieser Karte, dass du auch zuversichtlich darin bist, das gewährleisten zu können, das zu schaffen. Es gibt hier noch eine andere Energie, zwei verschiedene Stäbe-Energien, sehr viel Feuer bei dir. Also Tatkraft spielt schon eine Rolle und in den Bereichen deines Lebens, in denen du begeistert bist, in denen du diese neue, frische Energie fühlst, wird es dir leicht fallen. Es gibt aber auch eine andere, also leicht fallen, diese Tatkraft zu zeigen. Es gibt aber auch einen anderen Bereich deines Lebens, bei dem es dir weniger leicht fallen wird, Tatkraft zu zeigen. Das weiß ich jetzt noch nicht genau richtig zu deuten. Vielleicht, es gibt auch Bereiche, andere Bereiche in deinem Leben, wo du an dieser Dekade an eine gewisse Grenze stoßen könntest, wo du dann auch eher in eine passive Bereitschaft verfallen solltest, es anzuraten. Dagegen kann man nicht ankämpfen. Da kann man einfach nur emotional die Situation akzeptieren und sich der Situation, dem Moment hingeben. Also du wirst nicht alles erreichen können in dieser Dekade, aber mit dieser Energie wirst du sehr viel Optimismus und Frohsinn entwickeln. Wenn du doch versuchst, gegen diese Energie anzukämpfen, ist es oft so, dass man mit Autoritäten in Konflikt geraten könnte. Das könnte vielleicht ein Thema sein. Oder einfach an seine persönlichen Grenzen geraten. Also du wirst, ich glaube, ein bisschen Flexibilität ist in dieser Dekade von dir gefragt. Und ja, eben Flexibilität, dass du offen bist für Neues und eben auf diese Begeisterung einsteigst, wenn du sie erlebst. Du wirst, glaube ich, in dieser Dekade schwer etwas erzwingen können. Eine gewisse Entwicklung wirst du schwer kontrollieren können. Es ist besser, wenn du die Dinge ihren Lauf passieren lässt. In der Vergangenheit der Hohepriester. Du hast etwas Neues dazu gelernt in der Vergangenheit. Du hast deinen inneren Kompass gefunden. Du weißt jetzt, nach welchen ethischen Richtlinien du eigentlich handeln möchtest. Was dir moralisch, was dir ethisch sehr am Herzen liegt. Den Weg des Herzens hast du gefunden und bist bereit, jetzt diesen Weg zu gehen. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit auch viel mit Weiterbildung auseinandergesetzt oder irgendwas Neues dazugelernt in dieser Hinsicht. Dich viel mit neuem Wissen auseinandergesetzt und hast jetzt irgendwie eine neue Haltung zu den Dingen in ethischer Hinsicht. Vielleicht wurdest du hier auch in der Vergangenheit als weiser Berater, eine weise Beraterin wahrgenommen oder hast selber irgendwie einen weisen Rat angenommen. Wir schauen mal weiter. Ja, hier kommt diese Tatkraft wieder raus. Ich hatte hier gemeint, du kannst nicht alles, du bist nicht allmächtig in dieser Dekade. Wer ist das schon, ne? Aber du kannst vieles umsetzen. Also gerade die Bereiche, in den Bereichen, in denen du sehr viel Optimismus und Frohsinn und Leichtigkeit empfindest, das wird dir in diesen Bereichen wird es dir leicht fallen, deine Umgebung nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Ich sehe dich hier auch, dass du dich auf die Bühne des Lebens begibst, sehr präsent sein wirst, dass vielleicht deine schauspielerischen Qualitäten sehr wichtig werden in dieser Dekade
und dass du ein starkes Potenzial dafür hast, Menschen für dich zu gewinnen, Menschen von dir zu überzeugen, bis hin auch Menschen zu manipulieren. Ja, das ist auch möglich. Auf jeden Fall hast du hier eine große Schaffenskraft. Ich glaube, diese Schaffenskraft passiert auch in vielerlei Hinsicht auf indirekte Art und Weise. Und es wird dir einfach sehr viel Spaß bereiten. Also ich sehe hier sehr viel Spaß auch einfach, ne? Freude daran, dich ins Getümmel zu werfen und zwischen Menschen zu agieren, unter den Menschen zu agieren, dich auch präsent zu zeigen, dich selbst zu verwirklichen. Du hast sicherlich auch in dieser Zeit sehr große Anziehungskräfte, wirkst anziehend auf deinen Mitmenschen, übst Faszination aus. Ja, hier kommt auch wieder ein sehr starkes nostalgisches Gefühl heraus. Du schwelgst in den Gefühlen, wie ich das hier gemeint habe, ne? Du schwelgst in Gefühlen, in Erinnerungen und diese positiven Erfahrungen aus der Vergangenheit, die tragen dich jetzt aktuell. Die bereichern dich. Du bist voller Gefühle. Und das ist im Moment deine Antriebsfeder. Das berührt dich, das bewegt dich, das lässt dich diesen Frohsinn genießen. Irgendwie blühen deine Gefühle in dieser Dekade sehr stark auf. Hier zeigt sich eine Prinzessin der Schwerter. Entweder eine Person oder diese Person ist auf dich oder diese Karte ist auf dich bezogen. Hier haben wir eine Person der Luft. Es ist also nicht unbedingt deine Energie, denn du bist ja eine Person des Wassers. Hier haben wir es eventuell mit jemandem zu tun, der Wassermann ist, Waage oder Zwilling. Diese Person muss diese Sternzeichen aber nicht haben. Diese Person kann dann selbst von Luftenergie gerade sehr stark beeinflusst sein. Natürlich kann diese Karte auch auf dich verweisen, aber ich sehe das im Moment eher weniger. Ich habe hier sehr wenig Schwerter bei dir. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du diese Person bist. Aber es ist nicht unmöglich. Die Prinzessin der Schwerter hat eine gewisse Unreife. Eine jugendliche Person ist hier angezeigt. Eine junge Person. Eine Person, die noch nicht so viel Erfahrung hat. Die Prinzessin der Schwerter ist sehr wortgewandt, sehr geistreich, hat sehr viele Ideen, ist sehr kreativ. Ist eine Person des Geistes, ne? Eine rationale Person, die auch gerne diskutiert und über Diskussion auch gerne Tabus brechen möchte, ihre Mitmenschen auf neue Gedanken bringen möchte. Durch die Unerfahrenheit kann diese Person manchmal etwas wenig Empathie haben und dann so ein bisschen in der Diskussion übers Ziel hinausschießen. Aber ohne böse Absicht. Ne? Diese Person kann auch sehr witzig sein, auch charmant. Wir schauen mal, was denkt die Prinzessin der Schwerter? Die Prinzessin der Schwerter kann sich auch auf eine männliche Person beziehen. Was denkt die Prinzessin der Schwerter? Diese Person ist aktuell sehr mutig, sehr entschlossen in ihrem Handeln und ist auch bereit, den ersten Schritt zu tun. Vielleicht wird dich diese Person ansprechen. Vielleicht wird diese Person einen Schritt auf dich zutun. Diese Person hat irgendwie was vor oder hat irgendeine Absicht und zeigt dies auch. Im Moment hat diese Person auch ein ganz gutes Selbstbewusstsein. Ihre Gefühle sind in Harmonie, in Einklang. Diese Person hat auch starke Gefühle und ja, eine gewisse Stabilität in den Gefühlen.
Diese Person könnte für dich am Anfang der Dekade wichtig werden. Zwischen den 11. und 16. Januar könntest du zum Beispiel diese Person neu treffen wieder treffen, dass diese Person nicht so sehr präsent in dein Leben war, aber dann wieder sehr präsent wird für diesen Zeitraum. Oder, naja, vielleicht spricht diese Person dich an. Das könnte eben sein, ne? Also, was bedeutet denn die Prinzessin der Schwerter? Ja, mit dieser Person hast du eine sehr starke Verbindung oder wirst eine starke Verbindung haben. Hier gibt es eine starke Energie, starke verbindende Energie zwischen euch. Ihr seid zwar gegensätzlich, aber zusammen seid ihr hier eine perfekte Mischung, könnte man sagen, ne? Ein perfektes Team. Sehr starke Seelenverbindung, ein interessanter Austausch und ihr beide, wenn ihr zusammen seid, da kommen viele kreative neue Ideen zustande. Da entsteht auch etwas Neues durch euch beide zusammen. Eine sehr, sehr starke Karte, die sich hier zeigt. Ja, du wirst es diese Dekade wirklich leicht haben. Hier kommt Erfolg auf dich zu, öffentliche Anerkennung, materieller Erfolg. Die Stabilisierung einer Verbindung könnte hier auch gemeint sein mit dieser Karte. Da kommt etwas Gutes auf dich zu. Auswirkungen und Lohn für deine harte Arbeit, ne? Also hier kannst du mit positiven Ergebnissen rechnen. Und das ist dir auch klar. Tatsächlich ist es etwas, was dir bewusst ist und was du dann halt auch sehr wert zu schätzen weißt und worauf du da dann auch aufbauen kannst. Ja, also wirklich eine wunderschöne Dekade. Dein soziales Leben ist wunderbar in Harmonie. Ich habe ja das hier schon gemeint, ne? Es gibt hier sehr viele Menschen um dich herum in der Dekade, sehr viel Geselligkeit, sehr viel Lebendigkeit. Ein offener emotionaler Austausch, eine gewisse Ehrlichkeit, sehr viel gesellige Anlässe, bei denen man auch sehr offenherzig miteinander umgeht. Du kannst deiner Umgebung sehr vertrauen und da findest du auch sehr viel liebevolle Impulse. Also sehr, sehr schön tatsächlich. Der Ritter der Stäbe. Das ist eben, also entweder verweist diese, ne, auch wie hier bei der Prinzessin der Schwerter, verweist diese Energie auf dich oder eine Person in deiner Umgebung. Entweder, also wenn diese Karte auf dich verweist, dann erwartest du von dir selbst, dass du mehr wie diese Person agierst. Dann möchtest du so sein wie der Ritter der Stäbe. Und du erwartest es von dir. Wenn diese Karte auf eine andere Person verweist, möchtest du dieser Person näher kommen. Ne? Du möchtest dem Ritter der Stäbe näher kommen. Jetzt ist die Frage, ist der Ritter der Stäbe die gleiche Person wie die Prinzessin der Schwerter? Besonders könnte das der Fall sein, wenn es um Wassermann geht oder um Schütze. Aber auch bei anderen Sternzeichen könnte das sein. Aber das wäre dann halt ein klares Indiz. Der Ritter der Stäbe ist eine Person des Feuers, also Schütze, Widder oder Löwe. Das können hier natürlich auch zwei unterschiedliche Personen sein oder eine Person bist du und die andere. Na, wir schauen uns das gleich mal an. Auf jeden Fall möchtest du dich diesen Ritter der Stäbe auf irgendeine Art und Weise annähern. Du könntest sehr gut diese Energie sein, denn von allen Wasserzeichen hat Skorpion am meisten Feuer. Also wenn du das von dir erwartest, so dieser Mensch zu sein, dann würde das schon funktionieren. Vielleicht ist das dann hier auf die Arbeit bezogen oder
naja, aber auch auf eine Beziehung, dass du mehr in Leidenschaft, also hier stärker präsent sein willst. Oder du hast es eben, du möchtest dich einer gewissen Feuerperson annähern. Der Ritter der Stäbe ist ein bisschen reifer als die Prinzessin der Schwerter. Diese Person steht mitten im Leben und ist in der Lage, auch etwas auf entschlossene Art und Weise etwas in Bewegung zu setzen. Andererseits hat diese Prinzessin der Schwerter ja auch hier die Tapferkeit, was auf Löwe hinweist. Hier haben wir Schütze, Löwe hinweist. Also diese Person hat auch ein bisschen Feuer in sich, ne? Also, Also manchmal ist es eben, sind diese Interpretationsmöglichkeiten auch wechselwirkend in dein Leben, weil es ist ja auch nicht unbedingt ein Zufall, dass wir gewisse Menschen in unserer Umgebung haben. Was denkt der Ritter der Stäbe? Der Ritter der Stäbe möchte sich einen Traum erfüllen, der ist voller Inspiration und denkt sehr und träumt sehr von der Zukunft, hat sehr starke Wünsche, wünscht sich etwas sehr, sehr stark. Es ist eine starke Karte hier, die auch auf Wassermann verweist. Und hier auch auf die Seherin, ne? Könnte wirklich gut sein, dass diese Karte auf dich verweist. Was bedeutet der Ritter der Stäbe? Die Königin der Kelche. Und jetzt haben wir hier eine Paarsituation, ne? Ritter der Stäbe, Königin der Kelche. Die Königin der Kelche könntest du natürlich sein, lieber Skorpion, ne? Natürlich können sich beide Karten auch auf dich beziehen. Dann haben wir hier das mit einem sehr starken Wunsch nach emotionalen und persönlichen Wachstum zu tun. Sehr starken Wunsch sogar, ne? Hast du hier, ja. Aber natürlich kann es sich hier auch um eine Paarsituation handeln, ne? Wobei du dann auf jeden Fall als Königin der Kelche die gereiftere Person bist von euch beiden. Aber da steckt wirklich ein starker Wunsch nach Verbindung dahinter, ne? Und gegenseitigen persönlichen Wachstum. Vielleicht hat das alles mit der Prinzessin der Schwerter zu tun. Und da ist ja eine starke Verbindung zwischen euch. Und du möchtest dich noch mehr auf diese Verbindung einlassen. Und siehst darin eine Perspektive für deine Zukunft. Und hast hier viele Träume, hohe Pläne. Mal schauen, was passieren wird. Das Ass der Stäbe. Eine neue Leidenschaft, eine neue Begeisterung. Ein neues Feuer in dir, was sich hier entfacht. Neue Wünsche, neue Ziele. Eine neue Leidenschaft, ne? Also starke Gefühle, die sich hier bei dir entwickeln. Starke Wünsche, starke Ziele und der Wunsch, diese Ziele auch anzugehen, ne? Tatkraft. Diese Situation mit den 10 Stäben, wo ich gesagt habe, okay, hier wirst du nicht alle deine Ziele umsetzen können. Jede 10 kündigt ein neues Ass an. Ne? Und das wirst du noch in dieser Dekade erfahren. Das ist die gleiche Entwicklung. Ne? Hier wirst du am Anfang der Dekade irgendwie etwas noch nicht ausdrücken können, aber das ändert sich zum Ende der Dekade hin und du wirst hier in deine Leidenschaft kommen. Ne? Und dann auch diese Ziele, die du nicht durch diese Begeisterung, durch diese frische neue Energie umsetzen konntest, diese Ziele, wo du noch ein wenig blockiert warst oder blockiert wurdest, das löst sich auf und du wirst hier alle deine Ziele umsetzen können. Ne? Also
wirklich starke Energien bei dir, lieber Skorpion. Eine leichte Zeit, eine schöne Zeit, eine tolle Legung, muss ich schon sagen. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Die Emotionen laufen auf Hochtouren. Supermond, stark, mega, ne? Ich spüre schon, wie viele Emotionen da im Spiel sind, ne? Also, du hast es mit Ergebnissen, das ist, finde ich toll, ne? Du hast es hier mit Ergebnissen zu tun, aber auch mit ganz frischen, neuen Energien. Also, da passiert ganz, ganz viel in deinem Leben, lieber Skorpion. Und ich wünsche dir, dass du diese Energien positiv für dich nutzen kannst, dass du sie dass du die schönen Seiten deines Lebens, die Sonnenseiten deines Lebens voll und ganz ausnutzt und dich auf diese starke Emotionalität einlässt und daraus wirklich was ganz Tolles für deine Zukunft kreierst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.